So. Passt alles? Ist wieder da alles? Okay. Super. Also wir haben gestern Kapitel 3 beendet. Das heißt, wir machen heute mit Kapitel 4 weiter. Wir nutzen das neue Kampfbrett, weil wir haben es frei gespielt. Warum nicht, ne? Aber was ich gerne hätte, wäre das hier. Die sieht so cute aus. Aber wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht. Ja! Willkommen! Willkommen, meine Freunde! Willkommen zu Viel Spaß. Das Spiel ist wundervoll. Die Spielreihe ist wundervoll. Und das Beste ist ja, ihr müsst nicht Voice of Cards, The East Dragon irgendwas zuerst spielen, sondern könnt theoretisch auch mit dem hier zuerst anfangen. Das ist auch super duper. Egal. Ich fühle mich gespoilert immer noch von den Bildern. Zusammenfassung brauchen wir nicht, oder? Gestern habe ich Kapitel 3 zu Ende gespielt und dann haben wir so eine Nebenaufgabe fertig gemacht und dann habe ich gesagt, Stream aus, reicht, Schluss. Und ja, wir müssen jetzt in dieser Stadt, um einen Kameraden, einen Freund zu retten, zu heilen. You locate a small village. This is probably the place the merchant mentioned, where the apothecary lives. However, monsters suddenly appear, and they're headed straight for the town. You can't let them attack the town, for Trollus's sake too. You take off running to stop the monsters. In diesem Kampf tritt zu Beginn jeder Runde ein Ereignis ein. Battle time. Jetzt wird gekämpft. Ja, gut, dass wir keine Heilung brauchen. Oh! Wir greifen normal an, denn wir wollen den Feuerdrachen beschwören, den wir vor kurzem gefangen haben. Beautiful. Gibst du mir einen ab? Erhöht die Abwehr aller Mitstreiter um 3. Warum treffen wir so oft Crit? Denkt ihr, wir sollten so eine Truhenkiste schmeißen? Anscheinend können wir sie nicht werfen. Na
gut. Interessant. Los, Attacke! Oh. Aua. Haben wir Blitz? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. Vielleicht ist Wasser seine... Wartet. Sieht so dunkel aus. Vielleicht Licht. Doch nicht. Nimm zurück. Aber wir haben ihn besiegt. Das ist das Ziel, was wir haben wollten. Unbeknownst to any, you manage to avert the danger. Now Trollis needs help. Hurry into the village. Ja, wir wollen die Stadt betreten oder das Dorf. You and Legol enter the village, leaving Polka caring for Trollis on the sand skiff. Eramus hat die Gruppe verlassen. No sooner do you enter the village than a man's voice calls out to you. This here's the Village of Light. Make yourself at home and rest your wearied spirits. Die sehen lustig aus. Ich brauche auch Hasenohren wieder. The villager wears a curious headpiece, but seems polite and courteous. You get directly to the point and ask him if he knows about the apothecary. Ah, that would be me, he says, before offering to mix up some medicine if you're in a hurry. Was möchtest du tun? Ihm Teilsymptome schildern, nach den Kosten fragen. You explain Trollis' symptoms, and the man calling himself an apothecary smiles and says he can help right away. Also wegen Kosten sollte es kein Problem sein. Es ist ein Freund. Was möchtest du tun? Okay, dann fragen wir halt auch nach dem Geld. You ask what it will cost. The man calling himself the apothecary laughs and assures you he has no need of payment. Oh, er ist ja lieb. The apothecary hardly seems crabby at all, so you check again with him that he really is the one you're looking for. He answers that coming to this village changed him, made him realize that people need to live by helping each other. The apothecary suggests you take a wander about town while he mixes up the medicine. He adds, the folks about town are kind souls one and all, so feel free to ask them if you need anything. Legol says that he'll get Trollis and returns to the sand skiff. You decide to walk around the village and find what you'll need to care for your friend. Suche im Glimmlingen Dinge, die dir dabei helfen, Tarelis gesund zu pflegen. Lugor hat die Gruppe verlassen. Erstmal shoppen gehen. Da du die Bedingung erfüllt hast, wurde der Rückseitentext der Karte Apotheker vom Glimmlingen hinzugefügt.
Wir können doch nicht einkaufen gehen. The boy looks at you and says, "This would look nice on you, miss," and hands you a crown made of gorgeous artificial flowers. Habe ich schon gesagt, ich würde auch voll gerne diese Blumenkrone tragen. Sieht so hübsch aus. You try to pay for it, but the boy counters with a smile. "I gave it to you because I wanted to. That was nice." Da du die Bedingung erfüllt hast, wurde der Rückseitentext der Junge mit Blumenkrone hinzugefügt. After hearing your tale, the woman hands you her food. Make sure you all eat up and get all your nutrients. And if there isn't enough, you just let me know and I'll make more. Ha ha. She finishes with a hearty laugh. Nett, aber ich wäre sehr skeptisch. Da du die Bedingung erfüllt hast, Rückseite alte Dame. The old man says, "No person is an island. That's why we need to join hands and help one another." Rührend. Und die sehen alle sehr lustig aus. After hearing your tale, the proprietor of the inn beams at you and says, "Don't worry your head over payment. Stop in and make use of one of our rooms as much as you like." You offer a word of thanks and feel a weight lift off your chest. Now Trollis will be able to rest somewhere comfortable. The apothecary comes running your way. The medicine is finished. You take it from him and then try to head back to Trollis, but there seems to be quite some commotion at the entrance of town. Wondering what could have happened, you hurry over. Oh nein, streiten unsere Freunde? Begib dich zum Eingang des Dorfes. Oh, wir können die Rückseite von ihr lesen. Scheißegal, dass unsere Freunde streiten. Wir müssen lesen. Ein brillanter Apotheker, der angeblich jede Verletzung und Krankheit heilt. Man erzählt sich heiter, dass das Gott des Todes mit ihm auf Kriegsfuß steht. Mit seiner Arznei rettet er unzählige Leben. Nur seine Frau und Tochter, denen die Monster grausamen Verletzungen zugefügt, vermochte er nicht zu retten. Oh. Ein frommer Mann mit einer Vorliebe für Kopfbedeckungen, mit flauschigen Ohren. Tatsächlich hält er die Flauschigkeit für die Essenz der Religion des Lichts. Zu gerne hätte er seine geliebten Enkelkinder, das ein Monster zum Opfer fiel, mit flauschigen Ohren gesehen. Dieser Wunsch wird nun niemals in Erfüllung gehen. Auf dass alle glücklich werden, auf dass jeder ein fröhliches, erfülltes Leben führen kann, das wünscht er sich, während er nach und nach seine falschen Blumen flechtet. Die Blumen, aus denen die Krone geflochten ist, sind aus Monsterhaut gefertigt. Könnte man doch nur alle Monster dieser Welt in Blumen verwandeln und seine Haare damit schmücken. Uiuiui. Die Frau hört gerne... Ja, okay. Oh Gott. Aus dieser Geschichte wählte die Frau die besten aus und präsentierte sie in einem einmaligen Sammelband. Interessierte wenden sich bitte an die folgende Adresse. So, jetzt kommen wir zu unseren Freunden. A crowd of villagers has thronged the entrance to town. On the opposite side are Legol,
Trollis, and Polka. Their earlier kindness seemingly an implausible memory, the group shouts, "Get out, now." You realize that the villagers are staring daggers at Trollis. They seem somehow furious at her. Even the apothecary, who only just handed you medicine for her, has an expression of utter rage on his face. Was möchtest du tun? Na, wir beschützen sie. You attempt to intervene and protect Trollis, but the villagers continue to bellow their anger. Suddenly, you hear a serene voice call out over the crowd. Hört auf damit! At the sound of it, the people fall incredibly quiet. A mysterious girl, young in years, emerges from within the awkwardly silent crowd. "I beg your forgiveness for the way you have been treated by the villagers," she says. "If you require a place for your sick friend to rest, please come to the Shrine of Light," she finishes, before leading the way. Ist bestimmt die Königin, Herrscher, whatever, Priesterin dieses Ortes. Also unsere Freunde sind wieder in unserer Gruppe und wir bringen sie in den Schrein. Yes! Dies wollen wir tun. As soon as you arrive at the shrine in which the girl lives, you put Trollis in a bed to rest. You're relieved that you've managed things for the time being. When you speak with the girl, she says, "I've been waiting for you all." Oh, kann sie vielleicht in die Zukunft gucken und hat uns schon erwartet und dessen gesehen und dachte sich so, ah, meine Retter, bitte hilft uns. Du bist vom tiefen Volk, habe ich recht? You haven't told the girl anything, so how is it she knows that? I know more than that. She goes on to describe much about your group. The monster attack on your village, Legol's cruel treatment, what happened to Polka's parents. "What's your deal?" Legol says, unnerved. The girl answers, "The power of prophecy." She explains that due to her power, the people revere her as a religious guru. You've never heard that word before, and so you ask, "Guru?" Ist man als hohe Priesterin wichtig? Natürlich. Ist eine hohe Priesterin eine Lehrerin? Denk nicht. Ja, nehmen wir einfach das. You ask if a guru is some kind of pop star, and Legol returns your question, looking perplexed. "What's a pop star?" You explain what a pop star is, something you read in a book once, and Legol nods. "Yeah, that sounds pretty close to what a guru is." Polka adds, "A guru is the founder of an ideological group, or the leader of one. In any event, the guru is clearly important to the village. You decide to ask her about the place. Was möchtest du fragen? Warum die Dorfbewohner so nett waren? Warum die Dorfbewohner so wütend wurden? Das finde ich You ask interessanter. why the once kind villagers became so angry. The guru explains in a measured voice. This remote village has, she explains,
been the victim of many monster attacks over the years, which in turn means that many of its inhabitants despise all monsters. That hatred eventually took root in the village as a kind of religious doctrine. Thus their behavior when they saw Trollis. Wir müssen anscheinend beides fragen. Okay. You ask why the villagers were so kind at first. The guru explains in a measured voice. The village, she explains, adheres to a doctrine called the Light Faith. She goes on to explain that the foundational principle of the Light Faith is to be kind to people. Thus, the villagers treated you with great kindness. And so there have been two absolute doctrines in this village. Be kind to people and kill monsters. She gazes at the room where Trollis is sleeping and asks, "Your friend is a monster, yes?" Wie reagierst du darauf? Sie ist doch kein Monster. You state in no uncertain terms that Trollis is not a monster. However, you cannot deny that you had a vague suspicion of her true identity. The guru amends her words. Forgive me. Perhaps that expression wasn't quite appropriate, since she is half human and half monster. What are your thoughts on that? She asks. Sie ist ein Monster, das du hassen sollst? Oder eine geschätzte Gefährtin? Für dich ist Trollis eine Gefährtin, die dir wichtig ist. It's true that monster blood may flow in Trollis's veins. Monsters, things to be hated. But as you've traveled together, seeing you falter, the guru offers another apology. The villagers were discourteous to your friend, and for that, I am sorry. Many of them lost family to monster attacks and are seized with hatred. I ask you to forgive them, she continues, her voice tinged with hurt. Was möchtest du tun? Nehmen wir Punkt, Punkt, Punkt oder nehmen wir Punkt, Punkt, Punkt? Schwer, sich zu entscheiden. Ah, right. Your group wishes to go to New Terra, yes? She says, breaking the silence. Stunning that your powers could even tell you that, says Polka in a low voice, and the guru nods serenely. She explains that there is a stone tablet in the ruins of a religious edifice to the northeast of town. Said tablet has the way to New Terra recorded on it. However, you should know, monsters have nested in the ruins, she adds. There's information on New Terra to be had, though, so you decide to go anyway, despite the danger. Sieh nach Trollis, bevor du aufbrichst. Okay, let's go. Trollis is sleeping soundly. Quite relieved, you thank the woman watching over her. She seems annoyed, but when you inform her that you're headed to the ruins, she quickly turns her attitude around and bows her head. Bitte, vertreib die Monster und bringe die Steintafel wieder zurück. The ruins were evidently a sacred site for this village, one where marriages, funerals, prayers for bountiful harvests, and other important rites were carried out. And the tablet was used in those ceremonies.
Ihr Haupt ist immer noch gesenkt, als du zu ihr sagst. Wir holen sie zurück, wir werden es den Monstern zeigen. You accept the woman's request, explaining that you were planning from the start to retrieve the tablet. You've no sooner gotten your response out than Trollus's eyes fly open, and she bursts out, "I come too." While she is a little unsteady yet, the apothecary's medicine seems to have done its work. You try to convince her to rest a little longer, but she insists on going to the ruins with you. At length, her persistence wins out, and you begrudgingly agree to take her along and head for the ruins. Begib dich zu den Glaubensruinen nordwestlich von Glimlingen und finde die Steintafel. Echt, die kommt noch mit? Ich hätte sie im Bett gefesselt und hätte gesagt, du bleibst hier, Girl. Du ruhst dich aus. Keine Widerrede. Yes. Ja, da wollen wir rein. Es ist ein bisschen groß. Minimal. Das ist eine Statue. Ich hätte gern die Dame in der Mitte haben. Das wäre sehr erfreulich, wenn ich dies bekommen würde. Let's go, girl. Oh, Eis. Oh, Gott sei Dank, kein Eis. Also, wir sind nicht eingefroren, das meine ich. Ups, Dad ist er. Ist gut, Erzählerin. Ich habe verstanden, dass wir krass sind und cool sind. Ein Item. Wir nehmen links. War eine gute Wahl. Versetzt das Ziel bei einer Augenzahl von 6 in einem zufälligen Zustand. Das hört sich interessant an. Will ich haben. Skills. Das machen wir weg. Das hier machen wir weg. Das finde ich gut. Und dann finde ich das so besser. Nicht anders, nur so. A great statue stands before you.
large enough that you have to crane your neck to look up at it. You wonder how much historical value such a thing might have. Also keine wichtige Information. Das ist die nächste Statue. Ist das dasselbe Text? Scheinbar wäre dasselbe Text. Wir decken natürlich wieder alles auf, nehmen jedes Monster mit. Machen wir mal das. Let's go. Enttäuschend. Und dafür 3 Juwelen. Dann macht die Biene sogar mehr Damage. Und die kostet auch nur 1. Aber warum geht's hier runter? Wie steht das einer? Kommen anscheinend in ein Labyrinth. Battle time. Die sieht cool aus. Ich glaube, dies tat weh. Dies ist aber nur eine Vermutung. Ich wollte fragen, ist Sven seine Schwäche? Aber scheinbar nicht. Good girl, good girl. Level up. Level up. Wir bleiben bei links. Wir hätten nicht bei links bleiben sollen. Sad. Eine rückseitige Karte von einem Monster haben wir erfüllt. Eine Truhe. Eine Truhe. Ich will die Truhe, bitte. Die sind cool. Au. Au. Ich spuck sie jetzt mit Wasser an. Piu, piu. So, Wind, regel es. Oh no, no, no. Da lebt ja noch einer.
now it's done? Warum gibt's das sowas? Hm. Try again. Battle time. Haben wir nicht starke Karten bekommen? So eine göttliche Karte? Oder haben wir sie aus Versehen schon missbraucht? Hm. Aua. Au. Das tat ja wirklich weh. Katsching. Au. Die tun uns immer weh. Mach Biss. Nom. Lecker. Ich hoffe, sie bekommen wir. Ach, vielleicht hätte ich heilen sollen. Naja. Jetzt wird er ausgepeitscht. Wir haben ein Item und wir bleiben bei links. Das war nicht falsch, aber nicht das, was ich wollte. Feinde greifen an. Nehmt eure Waffen. Verteidigt euch. Ich glaube, sowas würde ich sagen. Eine süße kleine Maus. Wir haben, glaube ich, die Maus umgebracht. War nicht ganz meine Absicht. Aber den kriegen wir nicht besiegt, oder wie? Glaub an das... Glaub an das Herz der Karten. Ja, mache ich. Oh Gott. Entschuldigung. Level up. Dankeschön.
Keiner von denen wollen wir. Na okay, den einen haben wir noch nicht. Ja, ich niese immer so. Wieso? Ich hoffe, ich werde nicht gejudged, weil ich so niese. Uwe? Vielleicht bist du voll in deiner VTuber-Rolle drinne, wollt nur sicher gehen. Nee, ich niese wirklich immer so. Was ist jetzt besser geworden? Ach, die Kosten sind weniger geworden. Was heißt hier voll in meiner VTuber-Rolle? Ist keine Rolle. Hä? Also blären. Ich muss bitten. Ich habe den Zugang nach unten gefunden. Genau. Hallo? Illusionsmagie existiert? Okay. Gefühlt sind so alle wieder voll geheilt. Nur, doch, er ist auch. Er hat ja ein Level-Up bekommen, stimmt. Stirbt alle! Sieht nicht so aus, als ob sie sterben würden. Ich glaube, ich brauche so einen Ring, der noch mehr Kristalle droppt. Wäre voll praktisch. Und ich brauche vielleicht Karten, die auch ihm was bringen. Ich glaube, ich muss die Biene ihm geben. Ich dachte, da wäre eine Kiste versteckt oder so. Enttäuschend. Aua. Yeah, peitsch ihn aus, Girl. Ich habe gehört, er will das. Und jetzt pusten wir sie weg. A masterful victory. Weggeblasen werden oder ausgepeitscht? Oh, verdammt, hätten wir nur die Mitte bekommen. Oh, jetzt bin ich traurig. Okay. Das Ritual der Vermählung
Die zwei, die sich die Liebe schworen, müssen das austauschen, was sie stets an ihren Körper tragen. Ja, der eine wird das andere Kopfschmuck tragen. Oh. Aber was ist mit Kopfschmuck gemeint? Ob da noch eine Truhe ist? Kriegen wir noch eine Truhe? Bitte, Spiel. Schlitz. Und Wind. Ich glaube, jetzt kommt ein Win, bin mir aber nicht sicher. Okay, okay. Dass du recht hast, erstaunt mich. Oha, warum nehmen wir nicht mehr die Mitte? Keine Truhe. Okay, traurige Story. Wir gehen tiefer runter. Und jetzt wieder ein Loose? You look at Trollis and ask, "You okay?" She gives a vivacious bounce, assuring you that she's as fine as she looks and that you don't have to worry. Perhaps she then realizes what you actually mean, so she continues to speak with some brightness in her voice. She reminds you that she has the circus troupe who accepted her without discrimination. And on top of that, she has kind friends who worry about her and do their best to nurse her back to health when she falls ill. Ah, du hast es also programmiert. Right. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Also will ich Mühe geben, nicht nur für Zirkus, auch für euch. Oh. Kleine Maus ist cute. Wir gucken gar nicht, wie weit das ist. Wir laufen einfach. In einer Sackgasse. Ich weiß gar nicht, welchen Platz ich bin. Ich bin eigentlich Streamer, aber ich sehe schon kommen, dass ich trotzdem nicht Erster sein könnte. Doch, könnte, bin ich. Ja, man kann nur flexen damit, tut mir leid. Nee, ich gehe nicht all in. Ja, wie gesagt, ich hatte vorgehabt, vielleicht mit den Punkten zu sagen, irgendwann so, ja, hab so viele Punkte und ihr dürft das Spiel entscheiden oder ihr müsst XY Punkte ausgeben und dann zeichne ich euch ein kleines Bild oder sowas. Aber ich habe Angst, dass ich es bereuen werde. Also lasse ich das aktuell noch. Und ich spiele hier nicht. Nein. Ich gebe meine wertvollen Punkte nicht aus. No. Klar vertraue ich euch. Aber stell dir vor, es machen ganz viele Leute sowas und dann habe ich ganz viel Arbeit. A masterful victory. Wo ist denn meine Freizeit, weißt du? Also das hat da mit Vertrauen absolut nichts zu tun. Ich brauche keine Freizeit, dankeschön.
aber das mit Spiel auswählen klingt nicht so schlimm, oder? Ja, kommt an, das ist auch wieder so eine Sache. Pass auf. Stell mal vor, es wünscht sich jemand ein Spiel, was ich nicht besitze. Und wo ich auch weiß, okay, höchstwahrscheinlich werde ich es nicht so lange spielen. Bestes Beispiel war Diablo. Diablo war irgendwie 80 € oder so. Ich gebe doch keine 80 € aus. Für ein Spiel, was ich vielleicht 2, 3, 4 Mal im Stream spielen werde dann. Das, was ich mir so vorstellen könnte, wäre zu sagen, so, ja, Spiele, die ich besitze. Aber da müsste ich irgendwie eine Liste irgendwo auflisten, damit ihr sehen könnt, welche Spiele ich habe. Oder ich sage so, okay, ihr könnt Spiele wählen, aber die dürfen nicht über XY-Betrag gehen. Tja, meine Steam-Bibliothek ist nicht nur meine Bibliothek. Da ist auch Aokami-Spiele dabei. Oder zum Beispiel, sagen wir mal, das Thema mit Bibliothek. Ich habe es irgendwo aufgelistet, welche Spiele ich alles so habe. Und ein neuer Zuschauer hat genug Punkte und sagt so, ja, bitte spiel Resident Evil 2, Claire. Dann würde ich sagen, jo, tut mir leid, Bro, deine Punkte waren umsonst. Kriegst du nie wieder. Habe ich schon gezockt. Kannst du in meinen VOD-Channel, VOD-YouTube-Channel, whatever gucken. Also ich habe noch keine richtige Lösung. Und der nächste Fakt ist auch noch, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist, dass du sagst, so Command XY ergibt dann die Punkte aus. Und dann steht so, jo, hast jetzt ein Ticket für XY. Müsste ich mich erst befassen damit. Habe ich bis jetzt nicht. Ich habe das nur als grobe Idee. Aber ich habe noch nicht mich hingesetzt und habe geguckt, ob ich das machen kann. Was ich aber gesehen habe, was man machen könnte, wäre Wetten. Zum Beispiel in DBD. Sagen wir mal, wetten wir, welchen Killer wir bekommen. Wetten wir, auf welche Map wir kommen. Oder sowas. Geht auch, habe ich gesehen. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich habe nicht Lust, jedes Mal vor der Runde einzustellen. Your group reaches an antechamber with 3 arrows inscribed on the floor. Das hat mich ein bisschen überrascht. Further inside, you can see a statue and what appears to be some kind of pedestal. Müssen wir den Protest jetzt dahin? Oh, ich weiß wie. To the right is a door, and by the looks of it, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen auf die Knöpfe immer wieder drauf gehen und dadurch wird die Figur sich bewegen. Wir müssen das zur Protest hinschieben. I got it. The floor sinks slightly when you step on the arrow. And then... Seht ihr? Wusste ich doch. Why, the statue moved. Apparently, it moves in the same direction as whichever arrow is stepped on. Oh ja, müssen wir gucken. Und dann müssen die Preise auch noch okay sein. Das nicht wirklich so, du guckst einmal den Stream und dann kannst du im nächsten Stream sagen, hey, Streamerin, ich habe jetzt genug Punkte,
Bitte zeichne mir XY. Sowas will ich auch versuchen zu vermeiden. Wartet. Tritt auf die Bodenplatten mit dem Pfeil. Okay, das habe ich ja schon mehr oder weniger erahnt. Ja, bitte. Da wollte ich nicht hintreten. Ja, bitte. 5K reicht doch für ein süßes Bild von mir, oder? Ich weiß nicht, wie schnell man 5K bekommt. Und dann muss man noch sagen, was genau? Ein komplett fertiges Bild oder nur eine Skizze? You know? The floor is already recessed, and stepping on it again has no apparent effect. Ah, da ist der Trick dahinter, You'll okay. have to step on a different arrow. Ja, siehst du? Vielleicht wäre es nicht unbedingt schlau zu sagen 5K ein Bild. Dann gambeln sie und haben einfach Glück und dann sagen sie 20 Bilder bitte. So geht es auch nicht. The statue slides on top of the pedestal, and in that instant, with a groan, the door opens. Relieved that you can finally move on, you decide to head through the door. Ich kann ja mal nach dem Stream mal gucken, was ich da machen kann. Ansonsten könnt ihr die Ideenvorschläge auch auf Discord posten und sagen, hey, wie wäre es, wenn du mit Kanalpunkte das und das machst? Der rechte Weg. Tag für Tag rauben uns die Monster, was uns wichtig ist. Doch wenn wir an den Weg glauben, den die Hohepriesterin uns weist, bleibt uns noch Hoffnung. Okay. Ich hoffe auf eine Truhe. Für Ideen bin ich immer sehr offen. Au. Beiß, Wolf, beiß. Lecker. Ich muss sie leider verlassen. Ich muss zum Friseur. Viel Spaß, viel Glück, viel Spaß. Ich weiß es nicht. Eine wundervolle Truhe mit einem Ring. Adios. Und wir decken weiter Karten auf.
erhältst 3 Juwelen. Ach, wie nett. Battle time. Battle Time. Oh, wir brauchen noch ein Juwel. Sad Life. Katsching. Los, Wind. Hm. Keine Items. No, no. Monsters block the way. You attack them at once, determined to make your way deeper into the ruins. Ob da unten auch Truhen sind oder einfach gar nichts sein wird? Bam. Bam. Okay, passt auf. In diesem Kampf tritt zu Beginn jeder Runde ein Ereignis ein. Oh no! Erhöht den Angriff aller Kämpfer um 3. Oh yeah! Let's go. Wind. Tu was. Nein. Wasser. Tu was. Girl. Oh, yes. Das tat doch gut. I expected nothing less. Level up. Ich hätte die andere gerne gehabt. Verursacht Lichtschaden in Höhe des Angriffs 4 an alle Gegner. Okay, alle Gegner hört sich nett an. Ich hätte trotzdem die andere gerne gehabt. Ich nehme ich raus und geben das so hin. Dann gehen wir hier raus und gehen zu Eamson. Dann nehmen wir ihn hier raus und geben das und das packen wir hier hin und das packen wir da hin und dann ist alles gut. Und ihr geben wir... Der ist halt noch low, denke ich. Aber das ist auch low. Machen wir so. Finde ich super so. Yes, wir wollen weiter runter. Da, 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 da. No! Panzer greifen uns schon wieder an. Battle time. Battle time.
Jetzt können wir sogar die Biene nutzen und er macht Pieks. Wind, ich wähle dich. Oh, und ich habe keinen Flächenschaden bei ihr. Dann machen wir das. Dann werden wir einen Angriff weniger abbekommen. Au. Bienenstich. Let's go. Und bei ihr einfach ein Basic-Angriff. In diesem Kampf tritt zu Beginn jeder Runde ein Ereignis ein. Du erhältst 2 Juwelen. Yeah. Warte, was? Let's go. Puste sie weg. Aber der eine hat auch extrem viel Leben. The monsters make no move to attack you, and instead seem to be focused on quiet prayer. Ja, warum greifen wir Monster an, die nicht angreifen wollen? Elektropumpe. Let's go. Verringert den erhaltenen Lichtschaden aller Kämpfer. Ich fühle mich schlecht, ihn die ganze Zeit anzugreifen, obwohl er nicht angreift. Die haben nicht wenig Taler gegeben. Erlittenen Feuer- und Wasserschaden wird 5 verringert. Ah, hört sich nett an. Diesmal nehmen wir die Mitte. Nein, wir hätten einfach weiterhin rechts bleiben müssen.
Links, ich meine links. Wir hätten links bleiben sollen. Jedes Mal, wenn ich mich umentscheide, ist plötzlich die andere Wahl besser gewesen. Warum haben wir so viel Gold? Okay, Freunde. Wenn das jetzt keine guten Gegner sind, gehen wir weg. Flüchten wir einmal. Okay, die können gut sein. Ich will den haben. Au. So, Boy, enttäusch mich nicht mit deinem Wind. Sie hat ein Level Up. Wir bleiben wieder da. Das Spiel hasst mich. Jetzt Gegner. Nein, jetzt. Ja, wir können flüchten. Die wollen wir nicht haben. Ey, wir haben ein Achievement bekommen. Wir sind erfolgreich geflüchtet. Schon wieder? What? You emerge into a wide open space with an array of stone tablets. Your excitement fades as you realize just how many there are. You glance down at your feet and spot a piece of paper on the floor. The scrap has a note written on it. To proceed, align the tablets with matching patterns. Well, that's simple, Legol says. He approaches the tablets, but then... The tablets change position. Ich habe alles vergessen. Ich habe alles vergessen. Ich habe alles vergessen. Decke nacheinander Steintafeln mit demselben Muster auf, wenn du alle Steintafeln korrekt auf... Okay. Okay. Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Alles andere habe ich vergessen. Oh Gott, ich bin gut. Aber jetzt habe ich doch wirklich alles vergessen, oder? Ich weiß es nicht. You flipped a stone. Try picking another one. Okay, Kringelöhrchen war da oben gewesen. Wäre schon nice gewesen, wenn ich das in First Try geschafft hätte. You've successfully flipped all of the tablets. And now... With a groan, the door opens. Feeling a bit mentally fatigued, you decide to head through the door with your friends.
Gehe durch das Tor und such die Steintafel, die im Inneren der Glaubensruine versteckt liegt. Okay. Ich wollte schon fragen, wann kommt mein Kampf? Hallo? Die Angriffe aller Mitstreiter werden zur kritischen Treffer. Get him. Okay. Let's go. Oh. Nimm das. Stitch, 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 stitch. Und jetzt mit Wind blasen wir euch weg. Wir bleiben hier. Auch wenn ich das Gold genommen hätte. Ich hätte lieber das Gold genommen. Ich glaube nicht zu sehr an die Herzerkarten. Ich glaube, das ist die Strafe dafür. Ich habe sie ein bisschen gepiekst. Aua. Nimm das. Patsch, patsch, patsch. Let's go. Mit der Kraft des Windes puste ich euch weg. Beautiful. Beautiful. Tja, wenn er nicht mit der Kraft des Windes weggeblasen werden will, kriegt er halt Gewalt. Es geht noch weiter runter. Warum sollte ich nicht weiter runtergehen? Aber wir werden so gleich enttäuscht und kriegen keine Truhe. Get him. Vielleicht kriegen wir ihn diesmal. Au. Au. Sometimes you get lucky. Yeah. Lass bitte Glück. Sei auf meiner Seite. War bis jetzt immer rechts. Vielleicht sollten wir diesmal rechts nehmen. Yes. Wir haben ihn bekommen. Verursacht Schaden an allen Gegnern in Höhe der Augenzahlensumme von 2 Würfeln. Hört sich nett an. Hört sich nett an, ja. Würde ich auch gerne, glaube ich, ausrüsten. Aber nun gegen was?
Ich glaube, sie braucht Flächenscharen. Eamston hier vielleicht? Ja, ist okay. Ich habe so sehr gehofft auf eine Truhe. Und wir wurden enttäuscht. Feinde greifen an. Ah, no. Da können wir auch verlieren. Gut, dass wir immer flüchten können, weil eine 2 zu würfeln mit 2 Würfeln ist immer möglich. An meine Tochter, folge dem Doktrinen und verzieh dem unnützen Mann, der dir bis zum Schluss kein guter Vater war und die Seele des Dorfes nicht retten konnte. Ich liebe dich bestimmt. A massive statue stands vigil here, looking almost as though it is taking the measure of those who pass through. Ich glaube, wir sollen in den Raum da rein. Ist nur eine Vermutung. Ja, wir kämpfen gegen den. Was haben wir zu verlieren? Genau, gar nichts. Ich wollte uns hochheilen, aber sie kamen nicht ran. Oh no. Oh, ein Item wieder. War nicht schlimm, glaube ich. Eine Truhe. Das haben wir verdient. Ein Ring. Oh. Der sieht interessant aus. Ausrüstung. Der ist gut, glaube ich. Der hat immer noch genauso viel Verteidigung, aber jetzt noch mehr Leben. Er wird einfach unser Tank. Wir decken erstmal alles andere auf. Naja, dann stellen wir uns hier hin. You've discovered the stone tablet that has information about New Terra recorded on it. You rush over to the tablet, but suddenly... You guessed it. A monster appears and attacks. Können wir das auffangen? Boah. Kind, wie viel Leben willst du haben? In diesem Kampf tritt zu Beginn jeder Runde ein Ereignis ein. Du erhältst 2 Juwelen. Dankeschön.
Spiel. Dankeschön. Sehr rührend. Da, 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 da. Was mache ich? Nee, das wollte ich nicht machen. Wir greifen normal an. Ja, wir sollten uns erstmal heilen. Wer weiß, wie viel Damage er gleich drückt. Ich habe gar nicht geguckt. 20 Angriff. Ich glaube, so eine Angriffsschwächen wäre sehr schlau. Und Feuer ist eine Schwäche. Ah. Wir sollten seine Angriffsschwächen. Nicht seine Defense. Wir bekommen 2 Juwelen wieder. Schaden in Höhe und Abwehr, okay. Richtig kacke gewürfelt. Aber wir müssen seinen Angriff runterhauen. Eine 3 ist okay, glaube ich. Ihr habt alle zu... Okay. Hat leider 0 was gebracht. Er greift normal an die ganze Zeit. Sie heilt. Sometimes you get lucky. Und mit ihr machen wir Feuer. Wieder eine 3. Aber vielleicht machen wir ein bisschen mehr Damage. Yes, yes, yes. Gut, dass wir die ganze Zeit bei ihm keine Dings nutzen. Und er ist sogar immun gegen das. Geil. Aber dann hätte ich sowieso die ganze Zeit nur Juwelen bei ihm beschworen. Los, heile! Und sie mit Feuer drauf. Sogar eine 4. Okay, macht doch nicht so viel Unterschied. Au. Haben wir nicht mal ein... Oh Gott. Genau das will ich haben. Egal.
Immer noch nicht so geilo, aber... Let's go, Feuer. Au! Das will ich versuchen. Hm. Let's go. Feuer. Wir sind Feuer und Flamme. Gut, dass ich die ganze Zeit nicht mit Licht angreife. Ja, nicht mehr viel und dann ist er tot. Let's go, mit Feuer. Oh, schon wieder eine 1. Aber es hat ausgereicht. Super. Ich möchte ihn als Kater haben, bitte. Nein! There appears to be some writing on the stone tablet. You ask Polka to decipher it, but the script appears to be from a language that even one of his considerable knowledge has never seen. The four of you decide to ask the guru about the tablet. Ihr habt die alte Steintafel erhalten. Möchtest du die Glaubensruine sofort You verlassen? decide to exit the ruined edifice immediately. Wir haben ja gesagt. Wir gehen. Wir haben keinen Bock mehr hier. Erkundige dich bei der Hohepriesterin im Schrein des Lichts nach der Aufschrift der Steintafel. Hier ist sie. You look at Trollis and say, you don't have to go into the village if you don't want to. She assures you that it's fine and comes along anyway. As you make your way into town, the apothecary approaches. Before you can say anything, the man blurts out an apology to Trollis. The sudden contrition is a surprise, and not just to you. Legol and Polka are clearly taken aback too. Nur um unsere Doktorin zu wahren, waren wir so schrecklich zu dir. Dabei bist du doch zur Hälfte Mensch. The guru must have explained things. Everyone in the village has accepted Trollis by the sound of it. Nett, denke ich.
Da ihr die Steintafel mitbringt, müsst ihr auch diesen Monster besiegt haben. Danke euch. The guru accepts the tablet and runs a loving hand over it. This little piece of stone is an integral part of our town's rituals. One might go so far as to call it the soul of the village. You find it all a little bit unsettling. Hoping to move the conversation along, you ask what is written on it about New Terra. The guru gives a deep bow of the head at your question. Es tut mir leid, ich habe euch angelogen. Auf der Tafel steht nichts über den Weg nach Neutopia. You're stunned at the news. She lied to you in order to get you to retrieve the tablet. Nett, dankeschön. Wie reagierst du da drauf? Du hast uns betrogen, aber wir wollten doch nach Neutopia. Your shoulders droop and you struggle to get the words out. Es bringt ja nichts, jetzt auszurasten. Weil die waren ja freundlich alle miteinander zu uns und durch den konnten wir unsere Freundin retten. Also, But the guru replies in a solemn voice. You do not need to worry. Es ist kein Terra Märchen. does exist, and I know the way there. It is found to the north, beyond a massive cliff that towers over the land, called the End Wall. She goes on to explain that to get there, you must travel through the cave to the north. With that, she offers a final prophecy. What you seek shall be found in New Terra. Die Nachthimmel? There's something desolate in her expression. Wenn wir sterben? Begib dich zum Endcliff nördlich der Glaubensruine. Oh, da bin ich interessiert, das zu lesen. Let's go! Charakter. Da. Das Wissen über die Zukunft wurde mir in die Wiege gelegt. Ich habe einen Auftrag, allen Leiden eines Wegweiser zu sein, damit sie in dieser düsteren Welt den richtigen Pfad finden. Ich leite sie. Ich werde meinen Auftrag erfüllen. Vater, Mutter, werdet ihr mir den Kopf streicheln, wenn ich euch eines Tages wiedersehe? Oh, Girl. Aber wer kommt hier hin? Ja, wir wollen diesen Ort verlassen. The moment you leave the shrine, you sense that something is amiss. The village is suffocatingly quiet. Polka lets out a little scream and points at a villager collapsed on the ground. The old man has breathed his last. Warum sterben denn alle? Stay alert, Legol whispers so that only the group can hear. Finde heraus, was in Glillingen vorgefallen ist. Warum sind alle tot? The old man is dead, his gentle face frozen. The boy is dead, surrounded by artificial flowers. Aber warum? The woman is dead, but the hand on her full stomach suggests her end was met in satiety.
A bottle of medicine has tumbled over next to the corpse of the apothecary. Having examined several of the bodies, Pulka reports that the cause of their death appears to have been suicide by poison. Aber warum? You remember the desolate expression on the guru's face, and you realize you need to rush back to the Shrine of Light. Sieh nach, wie es der Hohepriesterin geht. Und warum durfte ich hier nicht rein? Though it looks like she is just sleeping, the proprietor is dead. Legol rears up and breaks the door open with a mighty kick. Ja, wir wollen doch wieder zurück. The guru is collapsed, bleeding on the ground. Aber warum? You run over to her and try to help her sit up. Her eyes flutter open, and she looks over your group. They have all passed without incident then, she says with a feeble smile. Was sagst du zu ihr? You take one of her limply hanging hands and ask, why? She said as much. They have a creed here in the village, and that creed is absolute. Be kind to people and kill monsters. And Wer gegen die Doktrinen verstößt, den erwartet der Tod. this village's hatred for monsters runs deep, having taken root long, long ago. Those feelings cannot be changed, nor can the creed. Hallöchen. The guru produces the stone tablet from the ruins. So long as we have this, our souls shall be guided to their rest, she murmurs. Das Spiel macht mich gerade ein bisschen traurig, aber eigentlich geht's mir gut. Und selber? Trollis bursts into tears and says that this was all her fault. Das freut mich zu hören. Says the guru softly. It was mine. She was prepared for this and invited you in with full understanding of what would happen. Despite all of that, she still wished to get the stone tablet back from the monster. Und? Denkst du schaffst die Prüfung? Vorletzt. Außerdem, ich bin all dessen überdürstig. So kann ich endlich zu meinem Vater und zu meiner Mutter zurück. Dann wünsche ich dir viel, viel, viel Glück. Ich drück dir die Daumen. They were all tired. The many years of being caught up between their hatred and their creed had made the villagers and the guru alike exhausted with life. With one last word of thanks, the guru gently breathes her last breath. Thus did the monster-loathing village pass to dust. A visceral demonstration of what happens when you mix faith with hate.
Es folgt das Endcliff. You and your companions dig long, deep holes, graves. You feel it's only right to give the dead a proper burial. That's one grave complete. You let out a long sigh. You wonder how the others are faring. Sieh nach deinen Kameraden. So, das tun wir nicht. Wir speichern und machen beim nächsten Mal weiter. Ich fühle mich gespoilert. Immer noch. Ja gut, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Genießt das schöne Wetter. Genießt die Tage. Und ja, passt auf euch auf. Bye, bye.